Ja, danke an die beiden Kommissare für ihre Darlegungen. Sie haben ja beide zu Nachhaltigkeit und Klimaprojekten auch wieder gesprochen. Und jetzt wissen wir, dass Präsident Trump in den USA aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen ist und also dort der Hauptfokus wieder auf die US-Wirtschaft und den Wohlstand im eigenen Land gelegt wird. Ich frage Sie, ob das jetzt nicht Zeit für die EU ist, auch ihre Klimapolitik zu überdenken. Also welchen Sinn haben tatsächlich Klimaprojekte in Ländern der dritten Welt, bei denen, wo schon absehbar ist, dass sie keinerlei Effekt eigentlich auf das Klima haben werden, zumal sich jetzt wesentliche Player wie die USA völlig aus dieser Politik verabschieden. Und ich frage das ja vor dem Hintergrund auch, dass diese Politik, diese auch verfehlte Energiepolitik ja zum Schaden Europas gereicht, dass die Teile Europas selbst in die Fragilität abzurutschen drohen, aufgrund dieser verfehlten Politik. Und wir haben es hier immerhin mit einem 300 Milliarden Euro Programm zu tun bei Global Gateway. Wir müssen uns, glaube ich, mehr fragen, was ist der Nutzen auch für Europa und für die europäischen Bürger und für die europäische Wirtschaft beim Einsatz dieser Mittel? Diese Frage auch an Frau Labib vor allem. Ich habe in Ihren Ausführungen völlig vermisst, was eigentlich der Nutzen für Europa ist, ihrer Aktivitäten. Und ein Beispiel von Herrn Sikela, das Sie gebracht haben aus Pakistan, wo jetzt auch wieder Klima-, Jugendprojekte etc. Unterstützt werden von der EU. Pakistan liegt auf dem Korruptionsindex auf Platz 133 von 180 und hat nur 29 von 100 möglichen Punkten. Also zieht man das ein mit in die Berechnungen und ist es wirklich sinnvoll, in derart korrupte Länder dann noch europäische Mittel zu investieren? Wie reagiert man darauf? Dankeschön. Die USA, die sich zurückziehen aus dem Pariser Abkommen. Wenn Sie da meine private Meinung hören wollen, gut für uns. Also die Auswirkungen des Klimawandels sind ja ganz deutlich sichtbar, gerade in unseren Partnerländern. Auch die USA werden früher oder später gezwungen sein, wieder zurückzukehren. Manche Dinge sind einfach unvermeidlich. Herr Jungen, was ist der Vorteil für Europa? Für diese Strategie der Fragilität. Aber wir sollten auch nicht vergessen, dass ein fragiler Kontext, das ist ein sehr komplexer Kontext. Und das ist auch ein fruchtbarer Boden für Extremismus, für Radikalität, für Terrorismus und für weltweite Unsicherheit. Diese unsicheren, diese fragilen Kontexte kontaminieren häufig auch die Anliegerstaaten, also die Grenzen. Ja, das geht über die Grenze hinaus, das destabilisiert ganze Regionen und das hat direkte Auswirkungen auch langfristig auf uns. Denn ich meine, das führt natürlich erstmal zu einer Bevölkerungsbewegung. Die Menschen fliehen, wenn sie keine Hoffnung mehr haben, wenn ihnen alles fehlt. Und ich wiederhole es noch einmal, humanitäre Hilfe ist kein Instrument der Migrationsverwaltung, aber die Konsequenz ist natürlich, wenn man da eine Lücke lässt, wenn man die Bevölkerung sich selbst überlässt, ohne Basic Needs, ohne wirklich den Grundbedarf zu decken, dann gehen die Menschen, sie migrieren. Das führt zu illegaler Migration. Und das führt auch zu Unsicherheit. Das führt eben auch zu Regionen, wo andere Mächte eintreten, also China, Russland und so weiter. Und wenn man da ein geopolitisches Gleichgewicht wahren will, muss man auch in diesem fragilen Kontext intervenieren. Ich danke Ihnen.